Auf den trockenen Graslandschaften des Serengeti-Reservats spiegelt sich die helle Morgensonne im roten Staub und verdorrten gelben Gras. Die magere Leopardenmutter führte ihr winziges, erst wenige Monate altes Junges auf der Suche nach Nahrung durch die Gegend, doch viele Tage hintereinander scheiterten sie. Der anhaltende Hunger und Durst erschöpften die Leopardenmutter, jeder schwere Schritt sank in den trockenen Boden, ihr Atem wurde schneller. Das kleine Junge versuchte, dicht hinter ihm zu folgen, seine runden Augen funkelten vor Neugier und Angst. Wenn die Sonne untergeht, gehen sie zu dem alten Akazienbaum, der allein mitten im Grasland steht, um sich nach einer anstrengenden Reise auszuruhen. Die Leopardenmutter lag halb zusammengekauert auf der Seite und versuchte, ihre zerbrechliche Kraft zu bewahren, während das Junge ruhig in die Ferne auf die Antilopenherde am Horizont blickte. In der Ferne bewegte sich eine Herde Antilopen gemächlich über den verbrannten gelben Boden, aber sie waren zu schwach, um sie zu verfolgen. Nachts wehte der Wind und ließ das Gras rascheln. Mutter und Kind lagen zusammengekauert da und suchten Wärme in der rauen Natur. Früh am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen die Felder golden färbten, setzte die Leopardenmutter ihre Reise auf der Suche nach Nahrung mit ihren Jungen fort. Mitten im spärlichen Gras stürzte sich plötzlich ein kleiner Vogel herab und schlug direkt vor den Augen des Leopardenjungen wild mit den Flügeln. Wilde Instinkte trieben das Junge dazu, ihm sofort hinterher zu rennen und aufgeregt mit dem kleinen Schwanz zu wedeln. Auch die Leopardenmutter sprang auf, ihre Augen leuchteten vor Hoffnung, eine Mahlzeit zu finden, die ihren Hunger nach langen, harten Tagen stillen würde. Der verängstigte Vogel flog tief über das Gras und landete auf einem alten, verlassenen Steinbrunnen mitten im lichten Wald. Die Leopardenmutter stürzte sich darauf, es zu greifen, aber weil es an der nassen Brunnenwand ausrutschte, fiel es direkt in den tiefen Brunnen. Das schmerzerfüllte Brüllen hallte durch die Stille und ließ das Leopardenjunge erstarren, sein ganzer Körper zitterte vor Angst. Es rannte eilig zur Öffnung des Brunnens, stöhnte kläglich und drehte sich endlos im Kreis, konnte aber nichts tun, um seine Mutter zu retten. Die Leopardenmutter versuchte, mit ihren Krallen den rutschigen Brunnen hinaufzuklettern, doch allmählich wurde sie erschöpft und ihr Atem wurde von Minute zu Minute schwächer. Unter der grellen Sonneneinstrahlung brach es schließlich auf dem Grund des kalten Brunnens zusammen, die Augen geschlossen, als hätte es sich seinem Schicksal ergeben. Am Nachmittag fuhr der Jeep des Serengeti Rangers langsam auf der roten Schotterstraße, die durch den lichten Wald führte. Im Fahrzeug befanden sich 3 Ranger, David Okoro der Fahrer, Moses Kamau der Rettungsspezialist und Jack Harrison der erfahrene Betäubungsschütze. David erhaschte einen Blick auf ein Leopardenjunges, das ungewöhnlich panisch um den alten Steinbrunnen herumlief. Er verlangsamte sofort seine Geschwindigkeit und signalisierte seinen Teamkollegen, die Situation durch ein Fernglas zu beobachten. Moses kniff die Augen zusammen und vermutete, dass etwas nicht stimmte, weil das Junge nicht weglief, als es Menschen sah. Jack bereitete das Betäubungsgewehr vor, für den Fall, dass das Junge aus Angst oder zur Verteidigung seines Territoriums aggressiv werden sollte. Der Jeep hielt an, alle 3 stiegen aus und näherten sich langsam, ohne den Blick von dem kleinen Leoparden abzuwenden, der jämmerlich heulte. David näherte sich der Öffnung des Brunnens, bückte sich, um nachzusehen, und war überrascht, als er die Leopardenmutter regungslos auf dem Grund liegen sah. David rief leise nach unten und forderte seine Mutter auf, schwach die Augen zu öffnen und einen Moment nach oben zu schauen, bevor sie wieder zusammenbrach, ihr Atem schwächer als je zuvor. Moses näherte sich dem Jungen vorsichtig und beruhigte mit beruhigender Stimme das wilde Tier, um es vom Angriff abzuhalten. Die Ranger tauschten rasch Blicke aus und vereinbarten, sofort zu handeln, bevor die Leopardenmutter auf dem Grund des Brunnens vor Erschöpfung starb. Jack hob seine Waffe und feuerte gerade genug Beruhigungsmittel ab, um seine Mutter zu warnen, sich bei der Rettung nicht zu wehren und sich noch mehr zu verletzen. Die 3 Männer holten rasch Flaschenzüge, Seile und stabile Holzrahmen aus dem Jeep und installierten sie sorgfältig um die Öffnung des Steinbrunnens. David, der einen Sicherheitsgurt trug, wurde von seinen Teamkollegen mithilfe einer Seilwinde langsam auf den Grund des Brunnens hinabgelassen, wobei er den bewusstlosen Leoparden immer im Auge behielt. Er kniete sich neben die Leopardenmutter und fädelte das Seil geschickt um ihren Bauch und ihre Beine, wobei er jeden Knoten sorgfältig überprüfte, um die Sicherheit zu gewährleisten.
An der Öffnung des Brunnens arbeiteten Moses und Jack zusammen, um das Seil zu ziehen. Ihre Gesichter glänzten in der heißen Nachmittagssonne vor Schweiß. Das Junge saß nahe der Brunnenöffnung, seine gelben Augen waren vor Sorge weit aufgerissen, und gelegentlich stöhnte es leise. Nach und nach wurde die Leopardenmutter aus dem Brunnen gezogen. Ihr Körper war schlaff, aber ihre Atmung war noch schwach. David überprüfte sofort die Herzfrequenz und Atmung des Tieres und war erleichtert, als er feststellte, dass es noch lebte. Das Leopardenbaby eilte sofort herbei, rieb seinen Kopf am Hals seiner Mutter und leckte sanft ihr schlammgetränktes Gesicht. Moses legte sanft seine Hand auf den Rücken des Jungen und versicherte ihm, ruhig zu bleiben und die Rettung nicht zu behindern. Schließlich legten sie die Leopardenmutter auf eine spezielle Trage und waren bereit, Mutter und Baby zur Versorgung zur Rangerstation zu bringen. Der Jeep raste die holprige Straße hinunter, die zur Rangerstation der Serengeti führte, roter Staub wirbelte hinter seinen Rädern auf. Moses saß dahinter und hielt die betäubte Leopardenmutter fest, um jegliches Schütteln zu vermeiden, das die Wunde hätte verschlimmern können. Bei der Ankunft warteten 2 Tierärzte und brachten die Leopardenmutter sofort in eine mit modernen Geräten ausgestattete Klinik. Sie machten schnell Röntgenaufnahmen und stellten fest, dass das Hinterbein der Leopardenmutter schwer gebrochen war und sofort ruhig gestellt werden musste. Der Arzt legte vorsichtig einen Gipsverband an und injizierte Schmerzmittel und Antibiotika, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Jack beruhigte das Junge und fütterte es mit frischem Fleisch und Wasser, um nach einem Tag voller Panik wieder zu Kräften zu kommen. Die Leopardenmutter wurde in einen speziellen Pflegekäfig gebracht, mit warmem Heu bedeckt und unter sanftes Licht gestellt. Ein paar Stunden später wachte die Leopardenmutter auf. Ihre Augen waren müde, aber leuchteten, als sie ihr Junges neben dem Käfig liegen sah. Das Leopardenbaby rieb seinen Kopf durch die Gitterstäbe des Käfigs und gab ein paar leise Geräusche von sich, als wolle es seine Mutter ermutigen. Nachts aßen die beiden das frische Fleisch, das die Ranger mitgebracht hatten, und kamen nach der Panik allmählich wieder zu Kräften. David führte akribisch Buch über den Gesundheitszustand der Leopardenmutter, um ihre Genesung täglich zu überwachen. Die Ranger blieben abwechselnd in der Nähe, um die Sicherheit und ständige Betreuung von Mutter und Kind zu gewährleisten. Am nächsten Morgen kehrten David, Moses und Jack zum alten Brunnen zurück und legten eine stabile Holzabdeckung darauf, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. In den ersten 3 Tagen lag die Leopardenmutter meist nur zum Ausruhen da, wurde vom Arzt versorgt und bekam regelmäßig Schmerzmittel und Antibiotika gespritzt. Die Wunde an seinem Bein schloss sich allmählich, er begann mehr zu essen und sah nicht mehr so erschöpft aus wie zuvor. Das Leopardenbaby wird aufmerksamer, liegt oft neben seiner Mutter und spielt manchmal mit seinem Schwanz, als ob es Ruhe suche. Eine Woche später konnte die Leopardenmutter unter strenger Aufsicht eines Tierarztes aufstehen und einige Schritte gehen. Moses beobachtete jede Bewegung aufmerksam und war erfreut über den positiven Verlauf des Genesungsprozesses. 2 Wochen später wurden Mutter und Junges in ein geräumigeres, halbwildes Gehege in der Serengeti gebracht. Der Käfig ist so gestaltet, dass er einer natürlichen Umgebung mit Büschen, Gras und einem kleinen Teich ähnelt, um ihnen die allmähliche Anpassung zu erleichtern. Hier lernen Leopardenmütter das Laufen und üben schrittweise ihre Jagdfähigkeiten durch Trainingseinheiten mit simulierter Beute. Die Jungen zeigten Interesse, passten sich schnell der halbwilden Umgebung an und begannen, ihre natürlichen Instinkte auszuleben. Das Fell der Leopardenmutter hatte wieder seinen glänzenden Glanz, ihr Gang war sicherer und ihre Augen strahlten den kalten Geist eines Raubtiers aus. Jack zeichnet die Genesungsdaten von Mutter und Sohn auf, um sie dem Naturschutzzentrum zu melden und sicherzustellen, dass alle Fortschritte genau überwacht werden. Nach einem Monat konnte sich die Leopardenmutter wieder flexibel bewegen, das majestätische Aussehen der Königin des Serengeti-Waldes war zurückgekehrt. An einem klaren Morgen rollte ein Spezialfahrzeug mit einer Leopardenmutter und ihrem Baby in Richtung des Serengeti-Urwalds. Das Scheunentor öffnete sich und gab den Blick auf eine weite Landschaft frei. Die Morgenbrise trug den Duft von wildem Gras und feuchter Erde herüber. Die 3 Ranger David, Moses und Jack traten zurück, ihre Augen waren voller unbeschreiblicher Emotionen, als sie diesen besonderen Moment miterlebten.
Die Leopardenmutter trat langsam vor und atmete sanft den vertrauten Duft der Freiheit des Graslandes ein, in dem sie einst lebte. Das Junge trabte hinter ihr her und seine Augen leuchteten vor Freude, wieder mit seiner Mutter in der Wildnis zu sein. David lächelte leicht, als er zusah, und war sich der Bedeutung der anhaltenden Bemühungen zum Schutz der Tierwelt sehr bewusst. Als Mutter und Kind hinter den Bäumen in der Ferne verschwanden, standen die drei Ranger still in der frühen Morgensonne, ihre Herzen erfüllt vom Glauben an die Kraft der Natur.